Hallo und herzlich willkommen beim German Vibes Podcast. Schön, dass ihr heute wieder dabei seid. Hier lernt ihr Deutsch mit echten Gesprächen aus dem Alltag. Entspannt, natürlich und ohne Stress. Ich bin Mia. Und ich bin Lukas. Wir freuen uns sehr, dass ihr heute zuhört. Mia, worüber sprechen wir heute? Heute sprechen wir über ein Thema, das fast jeder Deutschlernende kennt. Trainiere deinen Mund, um Deutsch zu sprechen. Viele Menschen lernen jeden Tag neue Wörter. Sie hören Podcasts, schauen Videos und lesen Texte auf Deutsch. Aber trotzdem sagen sie oft, ich verstehe Deutsch, aber ich kann nicht gut sprechen. Ja, diesen Satz höre ich ständig. Und weißt du was? Das ist völlig normal. Viele Lernende denken, dass Sprechen nur mit Wissen zu tun hat. Aber das stimmt nicht ganz. Genau. Deutsch sprechen ist nicht nur eine Aufgabe für das Gehirn. Auch der Mund muss lernen, wie die Sprache funktioniert. Die Lippen, die Zunge und die Muskeln im Gesicht müssen sich an neue Bewegungen gewöhnen. Das ist eigentlich wie beim Sport. Wenn ihr Videos über Schwimmen schaut, werdet ihr dadurch nicht automatisch gute Schwimmer. Irgendwann müsst ihr ins Wasser. Und beim Deutschlernen ist es genauso. Irgendwann müsst ihr den Mund aufmachen und sprechen, auch wenn es am Anfang komisch klingt. Ich kenne dieses Gefühl sehr gut. Als ich angefangen habe, Englisch zu lernen, konnte ich ganze Texte verstehen. Ich konnte Filme schauen und viele Wörter erkennen. Aber wenn ich sprechen wollte, klang ich wie ein kaputter Roboter. Hello, my name is Lukas. Please wait. Loading. Genau so. Und viele Deutschlernende erleben genau dasselbe. Sie verstehen viel mehr, als sie tatsächlich sprechen können. Und oft liegt das Problem gar nicht am Wissen selbst. Die Wörter sind im Kopf, die Grammatik ist auch irgendwo da, aber der Mund hat noch nicht genug Übung. Die Muskeln müssen erst lernen, die neuen Laute schnell und natürlich zu produzieren. Genau. Im Deutschen gibt es einige Wörter, die für viele Lernende am Anfang eine echte Herausforderung sind. Denkt nur an Wörter wie Spreche, Frühstück, schwierig. Moment mal, bis hierhin war alles noch okay, aber bitte sag jetzt nicht dieses lange Wort. Welches? Du weißt ganz genau welches. Dieses Wort, bei dem sogar manche Deutschen kurz nachdenken müssen. Ach, du meinst Streichholzschachtel. Ja, genau das. Hast du das gerade freiwillig gesagt? Natürlich. Ich glaube, dieses Wort allein sollte als offizieller Sprachtest gelten. Wer es 3-mal schnell hintereinander sagen kann, bekommt sofort ein Zertifikat. Vielleicht hast du recht. Aber genau deshalb müssen wir üben. Nicht nur mit den Augen, nicht nur mit dem Gehirn, sondern auch mit dem Mund. Denn Sprachen lernt man nicht nur durch Verstehen, Sprachen lernt man auch durch Sprechen. Viele Lernende warten auf den perfekten Moment. Sie denken, noch ein bisschen Grammatik, noch 100 Wörter mehr, noch ein paar Monate lernen. Und dann spreche ich. Aber dieser perfekte Moment kommt oft nie. Der beste Moment zu sprechen ist heute, mit den Wörtern, die ihr bereits kennt. Und keine Sorge, ihr müsst keine langen Reden halten. Ihr könnt mit ganz einfachen Sätzen anfangen. Zum Beispiel, heute bin ich müde. Ich trinke Kaffee. Das Wetter ist schön. Das klingt einfach, aber genau solche Sätze trainieren euren Mund. Und je öfter ihr sie laut sagt, desto natürlicher wird euer Deutsch. Deshalb haben wir heute eine kleine Aufgabe für euch. Wenn diese Folge zu Ende ist, schaut in den Spiegel und sagt 5 einfache Sätze auf Deutsch. Ja, wirklich, 5 Sätze. Und wenn jemand euch dabei sieht, sagt einfach, ich trainiere gerade mein Deutsch. Das klingt viel besser als, ich rede mit meinem Spiegel. Definitiv. Also, merkt euch, euer Gehirn lernt Deutsch durch Verstehen, aber euer Mund lernt Deutsch durch Sprechen. Und jetzt zeigen wir euch, wie ihr euren Mund mit einfachen Übungen jeden Tag trainieren könnt. Weißt du, Lukas, was viele Deutschlernende falsch machen? Oh, da gibt es eine lange Liste. Welche Sache meinst du heute? Viele Menschen hören jeden Tag Deutsch.
Sie hören Podcasts, schauen Videos und lernen neue Wörter. Aber sie sprechen fast nie laut. Ja, das stimmt. Manche Lernende verbringen 2 Stunden mit Hören und Lesen. Und am Ende sprechen sie vielleicht 10 Sekunden Deutsch. Genau. Stell dir vor, jemand möchte Muskeln aufbauen. Er schaut jeden Tag Fitnessvideos, er liest Bücher über Sport, er kennt alle Übungen. Aber er hebt nie eine einzige Hantel. Dann wird er wahrscheinlich kein Bodybuilder. Richtig. Und beim Sprechen ist es ähnlich. Man muss den Mund trainieren. Nicht einmal im Monat, sondern regelmäßig. Deshalb empfehle ich meinen Schülern immer eine sehr einfache Übung. Sie heißt laut sprechen. Wow, das klingt wirklich kompliziert. Ich weiß, sehr moderne Methode. Ich habe Jahre gebraucht, um sie zu entwickeln. Natürlich. Und was bedeutet laut sprechen? Ganz einfach. Wenn ihr einen Podcast hört, sprecht einzelne Sätze nach. Nicht im Kopf, laut, mit eurer Stimme. Das machen viele Lernende nicht. Sie hören einen Satz und denken, ja, den habe ich verstanden. Aber verstehen und sprechen sind 2 verschiedene Dinge. Genau. Wenn ich höre, heute gehe ich einkaufen, dann weiß ich sofort, was der Satz bedeutet. Aber mein Mund muss trotzdem lernen, ihn flüssig auszusprechen. Deshalb ist Nachsprechen so wichtig. Ihr hört, heute gehe ich einkaufen. Dann pausiert ihr kurz und sagt, heute gehe ich einkaufen. Am Anfang klingt es vielleicht langsam, vielleicht sogar ein bisschen seltsam, aber das ist völlig normal. Als ich eine neue Sprache gelernt habe, habe ich manchmal mit meinem Laptop gesprochen. Und? Meine Familie dachte wahrscheinlich, ich hätte einen neuen besten Freund gefunden. Den Computer? Ja, jeden Abend saß ich da und wiederholte dieselben Sätze. Immer wieder. Und genau deshalb bist du heute so gut. Viele Menschen unterschätzen Wiederholungen. Stimmt. Niemand hört ein Lied einmal und kann sofort den ganzen Text singen. Man hört es 10-mal, 20-mal, vielleicht 50-mal. Und plötzlich kennt man jedes Wort. Sogar die Wörter, die man eigentlich gar nicht lernen wollte. Das passiert mir ständig. Ich vergesse wichtige Dinge, aber irgendeinen Songtext von vor 10 Jahren kenne ich noch komplett. Das Gehirn hat manchmal einen sehr speziellen Sinn für Humor. Deshalb funktioniert Wiederholung beim Sprachenlernen so gut. Wenn ihr dieselben deutschen Sätze immer wieder laut sagt, werden sie irgendwann automatisch. Und genau das wollen wir erreichen. Nicht jedes Wort übersetzen, nicht lange nachdenken, sondern sprechen. Eine weitere gute Übung ist das sogenannte Selbstgespräch. Oh ja, die berühmte Technik, bei der man hofft, dass niemand zuhört. Genau. Zum Beispiel morgens. Ihr steht auf und sagt, ich bin müde. Ich brauche Kaffee. Heute habe ich viel zu tun. Oder, wo sind meine Schlüssel? Dieser Satz ist besonders wichtig. Ich suche meine Schlüssel gefühlt jeden 2. Tag. Nur jeden 2.? Das ist imposant. An guten Tagen. Wenn ihr solche kleinen Sätze jeden Tag benutzt, trainiert ihr automatisch euren Mund und ihr gewöhnt euch daran, auf Deutsch zu denken und zu sprechen. Viele Lernende glauben, dass sie erst lange und komplizierte Sätze bilden müssen. Aber das stimmt nicht. Kurze Sätze sind perfekt. Sogar Muttersprachler sprechen oft in kurzen Sätzen, besonders wenn sie müde sind. Oder vor dem ersten Kaffee. Vor dem ersten Kaffee spreche ich gefühlt nur 3 Wörter. Welche? Wo ist Kaffee? Das ist immerhin schon ein deutscher Satz. Nicht besonders elegant, aber effektiv. Und genau darum geht es. Sprechen, üben, wiederholen, nicht perfekt sein, einfach anfangen. Denn jedes Mal, wenn ihr euren Mund benutzt, wird Deutsch ein kleines bisschen leichter. Und irgendwann merkt ihr plötzlich, Moment mal, ich habe gerade Deutsch gesprochen, ohne lange nachzudenken. Und das ist ein richtig gutes Gefühl. Lukas, erinnerst du dich an deinen ersten richtigen Versuch, eine Fremdsprache zu sprechen? Oh ja. Und ehrlich gesagt möchte ich mich nicht daran erinnern. So schlimm? Sagen wir es so. In meinem Kopf klang ich wie ein internationaler Geschäftsmann. In der Realität klang ich wie jemand, der gerade aus einem 30-jährigen Winterschlaf aufgewacht ist. Das ist eine sehr genaue Beschreibung vieler Sprachlernender. Absolut. Ich wusste die Wörter, ich kannte die Grammatik, aber sobald jemand mit mir sprach, bekam mein Gehirn Panik. Das passiert vielen Menschen. Sie lernen alleine zu Hause. Alles läuft gut,
Dann spricht plötzlich ein echter Mensch mit Ihnen und auf einmal vergessen Sie sogar Ihren eigenen Namen. Genau. Jemand fragt, wie heißt du? Und man denkt, Moment, das wusste ich doch gestern noch. Das Problem ist oft nicht die Sprache, das Problem ist Nervosität. Deshalb sollte man seinen Mund nicht nur trainieren, sondern auch sein Selbstvertrauen. Und dafür gibt es eine tolle Übung. Stellt euch vor, ihr seid in einem echten Gespräch. Ihr könnt sogar alleine zu Hause kleine Dialoge spielen. Ja, zum Beispiel, Guten Tag. Guten Tag. Wie geht es Ihnen? Gut, danke. Moment mal, du führst gerade ein Gespräch mit dir selbst? Ja, und ich bin ein sehr höflicher Gesprächspartner. Das sehe ich. Aber genau solche Übungen helfen, denn euer Gehirn gewöhnt sich an typische Situationen. Viele Menschen haben Angst vor Fehlern. Dabei machen sogar Muttersprachler Fehler. Natürlich. Manchmal fange ich einen Satz an und habe keine Ahnung, wie er endet. Das kenne ich. Man startet voller Selbstvertrauen und plötzlich befindet man sich mitten in einem grammatischen Abenteuer. Ein Abenteuer ohne Karte. Und ohne Kompass. Und manchmal ohne Grammatik. Genau. Aber wisst ihr was? Das ist völlig normal. Wenn ihr flüssiger sprechen wollt, müsst ihr akzeptieren, dass Fehler zum Lernen gehören. Jeder Fehler zeigt euch etwas Neues. Ich hatte einmal einen Schüler, der immer Angst hatte zu sprechen. Er wollte jeden Satz perfekt formulieren. Wirklich jeden Satz. Oh, ich kenne solche Schüler. Während andere schon 3 Minuten sprechen, überlegen sie noch über den ersten Artikel. Genau. Eines Tages habe ich ihm gesagt, sprich einfach. Fehler sind erlaubt. Und was ist passiert? Am Anfang hat er viele Fehler gemacht, aber nach einigen Wochen sprach er viel flüssiger. Und das Wichtigste, er hatte keine Angst mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Nicht Perfektion, sondern Kommunikation. Denn wenn ihr wartet, bis euer Deutsch perfekt ist, werdet ihr sehr lange warten. Vielleicht für immer. Und das wäre schade, denn Sprache ist dafür da, benutzt zu werden. Genau. Man lernt Fahrradfahren nicht durch Lesen, man lernt es durch Fahren. Und man lernt Sprechen nicht durch Nachdenken, man lernt es durch Sprechen. Deshalb möchten wir, dass ihr heute mutig seid. Nicht perfekt, mutig. Sprecht laut, macht Fehler, lernt daraus und sprecht weiter. Denn jedes Gespräch macht euren Mund stärker und jedes Wort macht euch sicherer. Und irgendwann merkt ihr plötzlich, Moment mal, ich denke gar nicht mehr über jedes Wort nach. Dann wird Deutsch langsam zu einem natürlichen Teil eures Lebens. Und genau dort wollen wir gemeinsam hin. Weißt du, Lukas, was viele Lernende überrascht? Was denn? Dass man nicht unbedingt einen Gesprächspartner braucht, um sprechen zu üben. Das stimmt. Viele denken, ich habe niemanden zum Sprechen, also kann ich nicht üben. Aber das ist eigentlich nicht richtig. Genau. Es gibt viele Möglichkeiten, alleine zu sprechen. Und manche davon machen sogar Spaß. Zum Beispiel eine meiner Lieblingsübungen, ich beschreibe einfach alles, was ich gerade sehe. Ach ja? Was siehst du denn gerade? Mal sehen. Ich sehe einen Tisch, eine Tasse Kaffee, einen Computer und jemanden, der mich kritisch anschaut. Wen meinst du? Dich natürlich. Ich schaue nicht kritisch. Ich höre nur aufmerksam zu. Das sagen Lehrer immer. Weil es stimmt. Natürlich. Aber die Übung ist wirklich gut. Wenn ihr allein seid, könnt ihr einfach sagen, ich sitze auf einem Stuhl. Ich trinke Wasser. Ich öffne das Fenster. Ich lese einen Text. Das klingt einfach. Aber genau dadurch gewöhnt sich euer Mund daran, Deutsch aktiv zu benutzen. Und das Beste daran, ihr könnt sofort anfangen. Ohne App, ohne Lehrer, ohne besondere Vorbereitung. Eine weitere Übung finde ich auch sehr hilfreich. Man erzählt seinen Tag. Oh ja, das ist eine fantastische Übung. Zum Beispiel am Abend. Ihr könnt sagen, heute bin ich um 7 Uhr aufgestanden. Ich habe Kaffee getrunken, ich bin zur Arbeit gefahren. Am Nachmittag war ich müde. Oder, wenn euer Tag langweilig war, heute ist nichts Besonderes passiert. Das ist übrigens auch ein kompletter deutscher Satz.
Und manchmal sogar die Wahrheit. Absolut. Nicht jeder Tag muss spannend sein. Manchmal sehe ich Videos, in denen Leute sagen, jeder Tag muss produktiv sein. Und manchmal denke ich, mein größter Erfolg heute war, dass ich meine Schlüssel nicht verloren habe. Das ist tatsächlich ein Erfolg. Ein sehr großer sogar. Noch eine gute Übung ist das sogenannte Shadowing. Das machen viele erfolgreiche Sprachlernende. Dabei hört ihr einen Satz und sprecht ihn fast gleichzeitig nach, wie ein Echo. Am Anfang ist das schwierig. Euer Gehirn denkt, Moment, soll ich zuhören oder sprechen? Und euer Mund denkt, ich kündige. Ja, ungefähr so. Aber nach einiger Zeit wird es viel leichter. Und plötzlich merkt ihr, dass eure Aussprache besser wird. Euer Rhythmus verbessert sich und ihr sprecht natürlicher. Viele Lernende konzentrieren sich nur auf einzelne Wörter. Aber Sprache besteht nicht nur aus Wörtern. Sie hat auch einen Rhythmus, eine Melodie. Genau. Deshalb klingt Shadowing oft so effektiv. Ihr trainiert nicht nur Wörter, ihr trainiert die ganze Sprache. Und wisst ihr, was mir noch geholfen hat? Was denn? Laut lesen. Oh ja, das wird oft unterschätzt. Nehmt einen einfachen Text, vielleicht einen Artikel, vielleicht ein Buch für Lernende und lest ihn laut vor. Nicht im Kopf, wirklich laut. So laut, dass ihr eure eigene Stimme hört. Manchmal merkt man erst beim lauten Lesen, welche Wörter schwierig sind. Oder welche Wörter man immer falsch ausspricht. Das passiert sogar mir manchmal. Mir auch. Und ich bin immer froh, wenn niemand dabei ist. Das verstehe ich. Aber genau so lernt man. Man entdeckt seine Schwächen. Und dann verbessert man sie Schritt für Schritt. Also denkt daran, ihr braucht nicht immer andere Menschen, um Deutsch zu sprechen. Ihr könnt heute anfangen. Genau dort, wo ihr gerade seid. Im Wohnzimmer, in der Küche, im Cabo, beim Spazierengehen. Solange ihr euren Mund benutzt, macht ihr Progresse. Und manchmal reichen schon 10 Minuten am Tag, um einen großen Unterschied zu machen. Weißt du, Lukas, was ich an Sprachen besonders spannend fände? Was denn? Dass viele Menschen glauben, sie müssten irgendwann plötzlich fließend sprechen. Als würde eines Morgens ein Wunder passieren. Sie wachen auf und denken, wow, heute spreche ich perfekt Deutsch. Ja, als würde nachts eine deutsche Fee vorbeikommen. Eine deutsche Fee? Natürlich. Sie kommt um 3 Uhr morgens, klopft an die Tür und sagt: Herzlichen Glückwunsch. Ab heute sprichst du fließend Deutsch. Das wäre sehr praktisch. Absolut. Leider funktioniert Sprachenlernen nicht so. Nein, Flüssigkeit entsteht Schritt für Schritt. Ein Satz heute, ein Gespräch morgen, ein kleiner Fehler, eine kleine Verbesserung. Und irgendwann merkt man, Moment mal, früher war das viel schwieriger. Genau. Viele Lernende sehen ihre Fortschritte nicht, weil sie jeden Tag nur einen kleinen Schritt machen. Aber nach einigen Monaten schauen sie zurück und merken, wie weit sie gekommen sind. Deshalb vergleichen wir Lernen oft mit einem Marathon, nicht mit einem Sprint. Oder mit einem Baum. Ein Baum? Jetzt bin ich neugierig. Ja, wenn man jeden Tag einen Baum anschaut, sieht man kaum Veränderungen. Aber nach einem Jahr ist er deutlich größer. Das gefällt mir. Und beim Deutschlernen ist es genauso. Jeder Satz, den ihr sprecht, ist wie ein kleiner Tropfen Wasser für diesen Baum. Und irgendwann trägt er Früchte. Das wurde gerade überraschend poetisch. Manchmal überrasche ich sogar mich selbst. Das passiert selten. Danke für deine Unterstützung. Immer gerne. Aber ernsthaft, wenn ihr besser sprechen wollt, dann wartet nicht auf Perfektion, wartet nicht auf den perfekten Wortschatz, wartet nicht auf den perfekten Moment. Sprecht mit dem, was ihr schon könnt, auch wenn es nur einfache Sätze sind. Denn jeder Muttersprachler versteht lieber einfache deutsche Sätze als perfekte Grammatik, die niemals ausgesprochen wird. Und Fehler sind kein Zeichen von Schwäche. Sie zeigen, dass ihr lernt. Jeder Mensch, der heute fließend Deutsch spricht, hat irgendwann Fehler gemacht. Viele Fehler. Sehr viele Fehler. Und manche machen sie immer noch. Definitiv. Auch wir. Natürlich. Niemand spricht perfekt. Deshalb möchten wir euch heute eine kleine Herausforderung geben. Nicht morgen, nicht nächste Woche, heute.
Sucht euch nach dieser Folge ein ruhiges Plätzchen, vielleicht euer Zimmer, vielleicht einen Spaziergang, vielleicht den Spiegel im Badezimmer. Und dann sprecht 5 Minuten Deutsch. Einfach nur 5 Minuten. Erzählt von eurem Tag, von euren Plänen, von eurem Frühstück, von eurem Lieblingsfilm. Ganz egal. Wichtig ist nur, öffnet den Mund und sprecht, denn genau dadurch wird Deutsch langsam ein Teil eures Lebens. Und genau das ist unser Ziel hier beim German Vibes Podcast. Nicht nur Deutsch zu lernen, sondern Deutsch wirklich zu benutzen. Bevor wir zum Ende kommen, holen wir wie immer Alex dazu. Heute hat Alex einige wichtige Wörter aus dieser Folge vorbereitet. Hallo zusammen, ich bin Alex. Heute schauen wir uns einige wichtige Wörter aus dieser Folge an. Wie immer erkläre ich die Bedeutung, gebe ein Beispiel und danach könnt ihr das Wort wiederholen. Flüssig. Flüssig bedeutet, dass man eine Sprache leicht und ohne viele Pausen sprechen kann. Zum Beispiel, sie spricht schon sehr flüssig Deutsch. Flüssig. Noch einmal. Flüssig. Aussprache. Die Aussprache ist die Art und Weise, wie man Wörter sagt. Zum Beispiel, seine Aussprache wird jeden Monat besser. Aussprache. Noch einmal. Aussprache. Gewöhnen. Gewöhnen bedeutet, dass etwas mit der Zeit normal für euch wird. Zum Beispiel, ich habe mich an die deutsche Sprache gewöhnt. Gewöhnen. Noch einmal. Gewöhnen. Mut. Mut bedeutet, dass man etwas macht, obwohl man ein bisschen Angst hat. Zum Beispiel, sie hatte den Mut, Deutsch zu sprechen. Mut. Noch einmal. Mut. Wiederholung. Wiederholung bedeutet, etwas mehrmals zu üben. Zum Beispiel, durch Wiederholung lernt man schneller. Wiederholung. Noch einmal. Wiederholung. Herausforderung. Eine Herausforderung ist etwas Schwieriges, das man schaffen möchte. Zum Beispiel, Deutsch sprechen war am Anfang eine große Herausforderung. Herausforderung. Noch einmal. Herausforderung. Fortschritt. Fortschritt bedeutet, dass man besser wird. Zum Beispiel, nach einigen Monaten sah er große Fortschritte. Fortschritt. Noch einmal. Fortschritt. Natürlich. Natürlich bedeutet, dass etwas normal und nicht künstlich wirkt. Zum Beispiel, sie spricht sehr natürlich Deutsch. Natürlich. Noch einmal. Natürlich. Selbstvertrauen. Selbstvertrauen bedeutet, dass man an sich selbst glaubt. Zum Beispiel, durch Übung bekam er mehr Selbstvertrauen. Selbstvertrauen. Noch einmal. Selbstvertrauen. Üben. Üben bedeutet, etwas immer wieder zu machen, um besser zu werden. Zum Beispiel, ich übe jeden Tag 10 Minuten Deutsch. Üben. Noch einmal. Üben. Sehr gut. Versucht heute einige dieser Wörter in euren eigenen Sätzen zu benutzen. Je öfter ihr sie verwendet, desto leichter werdet ihr sie später im Gespräch benutzen können. Vielen Dank, Alex. Das war wieder sehr hilfreich. Ja, danke schön. Und natürlich auch ein großes Dankeschön an euch, liebe Zuhörer. Wir hoffen, dass euch diese Folge gefallen hat. Und vor allem hoffen wir, dass ihr heute etwas Motivation bekommen habt, euren Mund zu trainieren und mehr Deutsch zu sprechen. Vergesst nicht, man lernt Deutsch nicht nur mit den Augen, nicht nur mit den Ohren, sondern auch mit dem Mund. Und jeder Satz, den ihr heute sprecht, bringt euch einen kleinen Schritt weiter. Schreibt uns gern in die Kommentare. Welche Übung aus dieser Folge möchtet ihr ausprobieren? Wir lesen eure Kommentare sehr gern. Und wir sehen uns in der nächsten Folge vom German Vibes Podcast. Tschüss zusammen. Bis bald.